Hallo, willkommen zu Mädels an die Bässe und meiner neuen Reihe Knackt den Genrecode. Ich werde euch in dieser Reihe verschiedene Musikgenres vorstellen. Wir gucken uns an, aus welchen Elementen besteht dieses Genre, welche Instrumente kommen darin vor, wie ist es mit der Rhythmik, wie mit den Harmonien und dann natürlich am wichtigsten, welche Rolle kommt uns als BassistInnen dabei zu. Und wenn ihr diese Videos geschaut habt, dann habt ihr gewisse Merkmale für euch, für jedes Genre im Kopf, so dass ihr selbstständig Basslinien dafür kreieren könnt. Und wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte aber eigentlich in meinem Genre bleiben, dann bringt es euch ja trotzdem was, denn ihr könnt aus den verschiedenen Genres für eure Basslinien sicherlich Einflüsse daraus ziehen. Und so bereichert es dann wieder euer Spiel. Heute geht es los mit Reggae. Ich werde euch erstmal allgemein was über Reggae erzählen und dann kommt es zum Hauptthema, der Bass im Reggae. Ich sage euch, welche Merkmale Basslinien im Reggae typischerweise haben. Dazu gucken wir uns auch ein paar Beispiele von schon bestehenden Reggae-Basslinien an, die ihr natürlich mit Tabs mitspielen könnt. Und dann kreiere ich meinen eigenen kleinen Reggae-Song, natürlich auch mit meiner eigenen kleinen Reggae-Basslinie. Und das Ganze könnt ihr dann auch mit Tabs mitspielen. Reggae ist sehr, sehr wichtig für die jamaikanische Gesellschaft und die UNESCO hat Reggae sogar zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Im Reggae drückt sich diese Rastafari-Kultur, die Rastafari-Glaubensrichtung aus. Es geht sehr viel um Harmonie und um Liebe und Menschlichkeit und die Texte sind ziemlich sozialkritisch. Trotzdem ist ja alles immer so positiv klingt und so und man ja irgendwie an Drogenkonsum und sowas denkt und irgendwie so ein bisschen an Sorglosigkeit. Vielleicht ist es trotzdem so, dass es inhaltlich ziemlich taffe Themen oft sind. Es geht darum, um die arme Bevölkerung, um Ungerechtigkeiten und Unterdrückung. Leider muss man allerdings sagen, bezieht sich das Ganze nicht auf Frauen und Homosexuelle. Die kommen leider in der Kultur und auch in den Texten des Reggae oft nicht so gut bei weg. Zur Geschichte des Reggae. Also Reggae gibt es seit Ende der 60er Jahre in Jamaika und damals hat man sehr viel amerikanisches Radio gehört und dadurch hatte man Einflüsse von amerikanischen Musikrichtungen der Zeit. Und das waren zum Beispiel Soul, R&B, Blues, Jazz und Country. Und in den 70ern hat sich dann der sogenannte Roots Reggae in Jamaika ausgebildet. Das ist genau das, was wir heute von Bob Marley und den Wailers sehr gut kennen. Es gab dann auch noch Abspaltungen im Reggae, die sich weiterentwickelt haben, zum Beispiel Reggaeton, Ragga, Reggae Fusion und so weiter. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, genau das ist Reggae. Ich würde mich aber in erster Linie eigentlich auf den Reggae von Bob Marley beziehen, weil er einfach am bekanntesten ist. Und heute fristet Reggae eigentlich eher so ein Nischendasein, wenn man die Musikgenres insgesamt betrachtet. Man hört selbst in Jamaika heutzutage eigentlich eher Dancehall und Dub. Ich würde euch jetzt gerne ein paar Beispiele von Reggae-Songs hier einspielen, aber wegen des Urheberrechts werde ich das jetzt erstmal nicht machen. Ich werde euch aber in die Infobox unten die Links zu den Songs reinpacken. Der erste Reggae-Song, der rausgekommen ist, das war 1968, der hieß People Funny Boy von Lee Scratch Perry. Dann der erste Welthit des Reggae war Israelites von 1968 von Desmond Dekker. Wenn ihr den hört, wisst ihr sofort Bescheid, wurde im Radio hoch und runter gespielt. Und dann natürlich, den ich schon angesprochen habe, Bob Marley ist natürlich die absolute Ikone und der hat eben vor allen Dingen in den 70er dann mit den Wailers sehr, sehr viele Reggae-Songs rausgebracht, die man auch heute noch kennt. Zum Beispiel Get Up, Stand Up, Could You Be Loved oder No Woman, No Cry. Bob Marley hatte übrigens kürzlich seinen 40. Todestag und ist nur 36 Jahre alt geworden. Weitere Vertreter, die nicht ganz so bekannt sind, was schon eher Expertenwissen ist, sind Peter Tosh und Bunny Wailer. Beide haben auch mit Bob Marley zusammen in der Band The Wailers gespielt. Außerdem gibt es noch Toots Hibbert mit seinem Song Pressure Drop. Das sind auch, wenn man da mal reinhört, viele Songs, die man auch irgendwie kennt, bloß jetzt halt vom Namen nicht so auf dem Schirm hat. Was ich interessant finde, ist, dass es sehr viele Einwanderer aus der Karibik in Großbritannien bald gab und die haben ihre Kultur dahin mitgebracht. Dadurch kam der Reggae schon mal nach Europa und hat sich von da aus dann auf die ganze Welt ausgebreitet. So, wie klingt eigentlich der Bass im Reggae?
Erstmal, Reggae ist total super für uns Bassisten, denn wir haben sehr viel Raum, uns auszutoben und wir werden einfach auch mal sehr, sehr gut gehört. Denn Schlagzeug und Gitarre nehmen sich ausnahmsweise mal sehr, sehr zurück, spielen sehr minimalistisch und so können wir uns mit unseren Basslinien eigentlich ziemlich gut austoben. Wir spielen mehr als nur die Grundtöne und wir probieren uns an der Rhythmik auch stark aus und prägen somit den Song enorm. Zum Sound. Der Bass klingt im Reggae ziemlich dumpf und trocken und bassig. Das heißt, man dreht die Höhen und die Mitten ziemlich stark runter und die Bässe rauf. Und so erreicht man diesen Sound ganz simpel. Man kann natürlich auch noch in dem Programm, mit dem man dann seinen Bass-Sound bearbeiten will, auch noch Einstellungen vornehmen und da auch noch zusätzlich sagen, okay, die Bässe sollen angehoben werden und die Höhen sollen runtergenommen werden. Und es wird auch empfohlen, Flat Round statt Round Round Saiten zu benutzen. Allerdings finde ich, wenn man natürlich nur ab und zu mal ein bisschen Reggae spielen will, lohnt sich das jetzt natürlich nicht, extra andere Saiten für den Bass zu kaufen. Jetzt zur Rhythmik im Reggae am Bass. Also die anderen Instrumente, nämlich die Gitarre, das Keyboard und das Schlagzeug, die betonen Zählzeiten, die wir in der westeuropäischen Musik eigentlich sonst nicht betonen. Das heißt, der Offbeat wird gespielt, das heißt, es wird immer neben der Zählzeit angeschlagen. Das ist für uns erstmal wirklich ungewohnt und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, sehr viel Reggae bewusst zu hören, um sich da in dieses Gefühl hineinzubegeben und dann auch zu hören, welche Rolle nimmt denn der Bass da eigentlich ein. Denn wir spielen eigentlich nicht im Offbeat, sondern wir bilden eher ein Gegengewicht zu diesem Offbeat der anderen Instrumente. Was auf jeden Fall ein guter Tipp ist, ist die erste Zählzeit in der Basslinie wegzulassen. Das muss man nicht immer machen und nicht in jedem Takt, aber man merkt, wenn man das macht, dass es einen gewissen Effekt hat und man sofort an Reggae-Basslinien dabei denkt. Das werden wir gleich in den Beispielen noch sehen. Ja, die Rhythmik ist auf jeden Fall das Wichtigste an der Reggae-Basslinie. Die Töne können relativ simpel gehalten sein, müssen sie allerdings nicht. Aber es reicht auch, wenn man nur wenige Töne benutzt. Hauptsache, es groovt richtig schön. Die Harmonien sind so gestaltet, dass sie eigentlich meistens den ganzen Song über gleich bleiben und sehr simpel gemacht sind. Und dass wir uns bei der Basslinie da meistens orientieren an Skalentönen, beziehungsweise wir gucken können, woraus sind denn die Akkorde, die gespielt werden, aufgebaut, aus welchen Tönen und dass wir die dann einfach benutzen. Denn es ist ja so, dass Reggae ja sehr harmonisch und warm klingen soll und deswegen halten wir uns eigentlich auch in den gängigen Skalen und Tonleitern auf. Ich will mit euch jetzt mal mit Tabs 4 Basslinien aus dem Reggae spielen, damit wir mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen und sehen, wie kann so eine Basslinie im Reggae eigentlich aussehen.
Jetzt ist es soweit, jetzt werde ich meinen eigenen kleinen Reggae-Song aufnehmen. Dafür habe ich mir hier mal ein paar Instrumente hingestellt, die ich brauchen kann. Ich fange an mit meinem Elektroschlagzeug, denn im Reggae kommen folgende Instrumente typischerweise vor. Ein Schlagzeug, ein Keyboard, eine E-Gitarre und manchmal auch Blechbläser und natürlich der Bass, den werden wir zuletzt dann einspielen. Und ich fange jetzt an mit dem Schlagzeug. Das Schlagzeug spielt tatsächlich anders, als wir es aus der westeuropäischen Musik so gewohnt sind. Es betont nicht, wie es normal für uns ist, die erste und die dritte Zählzeit, sondern die zweite und die vierte Zählzeit. Und auf der ersten Zählzeit ist nur die Hi-Hat zu hören. Ja, ich werde euch das jetzt mal vormachen, wie so ein klassischer, grundsätzlicher Reggae-Beat auf dem Schlagzeug klingt. So, ich habe jetzt also meine erste Spur schon mal eingespielt, die E-Drums. Die sind natürlich die perfekte Grundlage für den Song. Und jetzt kommt die zweite Spur dazu, das wird hier das MIDI-Keyboard sein. Und das MIDI-Keyboard kann ich einfach per USB an den Computer anschließen und in dem Programm GarageBand kann ich dann auswählen, wie das MIDI-Keyboard klingen soll. Da kann ich alle möglichen Sounds einstellen und ich habe jetzt hier erstmal den Sound Plastic Keyboard ausgewählt, weil ich einfach finde, dass es gerade am besten passt. Und dann habe ich mir 3 Akkorde rausgesucht, die ich jetzt im Offbeat zu dem Schlagzeugbeat spielen werde. Ihr hört jetzt mal, wie das klingt. Ja, das klingt doch schon ganz gut. Jetzt kommt noch ein bisschen Percussion dazu. Auch das werde ich wieder mit meinem MIDI-Keyboard machen. Drei Spuren haben wir schon. Als vierte Spur werden wir jetzt noch Bläser einspielen, damit es ein bisschen interessanter klingt. Jetzt werde ich die Basslinie zu meinem eigenen kleinen Reggae-Song endlich einspielen und ich habe mir dazu natürlich angeguckt, was das Keyboard dort für Akkorde spielt. Und das sind D, F und G. Und die können wir uns ja auf unserem Griffbrett mal suchen. Da sind wir im 5. Bund auf der A-Seite mit dem D. Dann sind wir im 3. Bund auf der D-Seite mit dem F. Und im 5. Bund auf der D-Seite mit dem G. Ja, und dann habe ich mir noch angeguckt, aus welchen Tönen die Akkorde bestehen, habe mich dann aber auch gar nicht so fest daran gehalten, sondern bin dann eher nach dem Ausprobieren gegangen, welche Töne in dieser Region sind und habe mich da an die Pentatonik gehalten. Das heißt, ich habe immer 2 Bünde Abstand gehalten zu den Grundtönen des Akkords jeweils und habe dann einfach gehört, was hört sich für mich jetzt irgendwie groovy an, und welche Töne passen wirklich dazu. Und ich habe darauf geachtet, wirklich Pausen zu lassen, sodass dieses entspannte Reggae-Feeling einfach entsteht. Ihr könnt ja mal schauen, wie gut mir das gelungen ist.
Ich habe meinen ersten eigenen kleinen Reggae-Song erstellt und meine erste kleine Reggae-Basslinie mir erdacht. Und ich lade euch sehr gern dazu ein, die Datei ohne Basslinie runterzuladen. Den Link packe ich natürlich in die Infobox und eure eigene Basslinie dazu aufzunehmen, wenn ihr Lust habt. Entweder für euch zu Hause einfach so zum Üben oder ihr schickt es mir auch gerne zu und ich höre es mir mal an und kann es zum Beispiel im nächsten Video auswerten, wenn ihr Lust habt oder euch einfach persönlich dazu was schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und ich kann das Ganze auch mit Basslinie nochmal hochladen, sodass, wenn einer von euch jetzt sagt, hey, mir würde dazu irgendwie ein Gesang einfallen, irgendwas Lustiges oder cooles Reggae-mäßiges, dann könnt ihr auch gerne das dazu aufnehmen und den Song somit nochmal komplettieren. Ich kann euch auf jeden Fall dieses MIDI-Keyboard ans Herz legen. Das könnt ihr wirklich so universell einsetzen und es macht einfach so viel Spaß. Ich fühle mich da immer so ein bisschen wie ein Kind auf einem total genialen Abenteuerspielplatz, was man da alles damit machen kann, wenn man so ein passendes Programm wie zum Beispiel GarageBand dazu benutzt. Ja, und so ein MIDI-Keyboard kriegt ihr auch schon gebraucht, zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen für einen schmalen Taler. Auch so ein E-Schlagzeug, also es kann sich ja jetzt nicht jeder von uns in sein Wohnzimmer irgendwie ein richtiges Schlagzeug stellen, aber so ein E-Schlagzeug ist eigentlich, finde ich, für solche Zwecke ein wirklich guter Kompromiss. Dann könnt ihr wirklich jedes Element genau so aufnehmen, wie es für euch gut ist. Und so ein E-Schlagzeug ist zwar neu gekauft, relativ teuer, aber auch das könnt ihr ja gebraucht mal gucken. Ich glaube, da schlummert noch einiges in den Kellern von irgendwelchen Leuten, die es gar nicht mehr gebrauchen können. Und da könnt ihr vielleicht noch ein Schnäppchen machen. Ich bin jetzt ganz schön K.O., denn das war doch ziemlich anstrengend, dieses Video zu drehen und dann noch diesen Song dazu zu erstellen. Aber ich bin auch erleichtert und ich gönne mir jetzt zur Feier des Tages für meine neue Reihe ein kühles Getränk. Prost und bis zum nächsten Mal.